IAAPA Honors im Europapark. Wie ihr wahrscheinlich nicht erkennen könnt, ist hinter mir das Bayrock. Jetzt kommt aber erstmal der Chef von Intan. So Leute, unsere Freunde in Frankreich, ne? Kannst du tanken, sonnengeschützt, regengeschützt und energieproduzierend. Ich lieb's einfach. Die Dinger sind einfach teilweise noch nicht fertig, werden trotzdem aufgemacht. Das ist auch gut so. Es ist einfach so lustig, Leute. Es ist so cool. Es hat so viel Stil oder auch nicht. Wie geht's euch? Spoiler. Oh. Und dann ging es zum Frühstück und dann sind wir jetzt gute 4 Stunden gefahren, sind im Ravensburger Spieleland. Hast du das gerade ausgedacht? Wir sind hier in Slachan. Hey, oh. Wow, oh, oh. Yeah. Hey, hey, habe ich schon schlechter gesehen. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen monatlichen Daily Vlog. Wir befinden uns im Monat Mai. Noch nicht ganz, aber wir nehmen euch jetzt schon mal mit, weil wir jetzt schon wieder das Haus verlassen und Mai erst wieder kommen. Wir fahren in den Europapark, wir fahren zu den IAAPA Honors, da werden wir produzieren und ja, dann hat man wieder den Haufen Kram. Dann haben wir den Koffer mit unseren ganzen Claymods, dann haben wir da noch Claymods, dann haben wir noch Schuhe. Machen wir ab fürs Auto, da haben wir noch Klamotten, die nehmen wir auch noch mit. Verrückte Welt. Wie kann das eigentlich sein, dass du immer mitkommen kannst jetzt? Ich bin jetzt komplett für Ride Review da. Ich bin nicht mehr angestellt. Ihr müsst mich jetzt immer ertragen. Ich auch. Vielleicht ist das eine Motivation für dich, mal was zu ändern? Mein Schreibtisch, Uschi Schreibtisch. Oh Mann. Solange sie noch schön sind, wir wissen nicht, wie lange das gut geht, weil wir jetzt weg sind. Hast du sie nochmal gegossen? Nee, die sind noch feucht genug. Okay. Ich gucke aber jetzt noch. Und die gießen sich zwar selbst, weil die in der Vase stehen, aber die eine, die schimmelt aber auch schon hart weg hier. Ja. Dämliche Zwiebeln. Nee, sind ja Rosen, keine Tulpen. Okay. Ich bin doof. Ich bin richtig dumm. So, ja, Sonne ist schon aufgegangen, ist gar nicht so früh, wie man das sonst erwarten würde, wenn man in den Europapark fährt, denn heute Abend ist dann erst das Come Together. Und es gibt wohl schon eine Edu-Tour, von der wussten wir aber vorher nichts. Die waren aber auch schon ausgebucht, als wir das dann erfahren haben. Die machen wir also auch nicht mit. Und dann mit unserem Hotel-Check-In und den anderen Check-In-Kram. Ja, passt das so. Wir werden da wahrscheinlich jetzt nicht so viel im Daily Vlog erzählen, weil wir da halt ein großes, langes Video draus machen. Wir haben auf jeden Fall kein Europapark-Hotel mehr bekommen. Wir hätten sogar viel zu viel Geld dafür in die Hand genommen, damit wir dann direkt on Property sind. Aber die waren schon alle ausgebucht. Und das instant, als wir den Link bekommen haben mit hier sind unsere super Special-Angebote. Also, das ist gelogen. Eins hätten wir für 1200 € noch die Nacht haben können. Na, weiß ich nicht. Sehe ich nicht, aber du hast gesagt, wir sind irgendwie daneben, ne? Ja, wir müssen, glaube ich, 8 Minuten zu Fuß gehen oder sowas. Das ist nicht daneben. Nee. Leute, wir sind in Rust angekommen. Die Fahrt war eine Katastrophe. Also ist bei 3 Spuren auf der linken Spur auf 50 runter zu schaffen. Das ist ein neuer Rekord. 70 war fast Standard, immer wieder mal. Man kann ja auch die Spuren nicht wechseln. Egal, hätte ich euch jetzt gerade 6 Stunden lang Märchen erzählen können. Oh, ja. So, wir sind in unserem Zimmer. Kleiner Überblick. Was ist das ist. Wir brauchen ausnahmsweise mal einen Kleiderschrank. Man sieht, es quillt schon raus. Ja. Und das Bad ist. Wer sitzt denn da drunter? Ja, ich weiß auch nicht, wer da wohnt. Keine Ahnung. Vielleicht sind das die Füße von der Badewanne vom Nachbarzimmer. Das wäre witzig. Ich dachte, diese kleinen blauen Dinger leben da. Ach so. Wir sind in The Hotel. The Park Hotel. So, jetzt habe ich es. Ehemals Eisberg oder wie das hieß. Nicht so richtig. Wir haben das zwar gebucht, das ist aber da hinten, 150 Meter weiter. Da ist aber auch das Frühstück. Und wir sind im Gästehaus jetzt untergebracht. Das stand bei der Buchung nicht dabei. Und auch, was nicht dabei stand, dass der Parkplatz 7 € pro Tag kostet. Aber ist ja nicht schlimm. Was denkt ihr für 3 Nächte diese kleine Kammer? Was kostet diese Kammer und Auto hinstellen 3 Nächte? Richtig, knapp 500 €. Irgendwie noch billiger als in einem Themenhotel, wo wir auch eigentlich hin wollten. Das war aber alles schon weg.
übermorgen ist auch, nee, doch übermorgen ist der 1. Mai, ist von der IAPA jetzt auch nicht schlau gewählt, das Datum. Ja. Es gibt auch Leute, die, genau wie immer, die schaffen es wirklich immer, die ungünstigsten Daten rauszusuchen in Europa. Es gibt auch Leute von offizieller, also nicht von der IAPA-Seite, aber ja, egal was, die auch früher abreisen. So, aber das haben wir haben jetzt ein bisschen was so schon gedreht. Ihr seht, wo wir nächtigen. Wir sehen uns spätestens am 1. Mai, also jetzt gleich im Video, morgens wieder, weil dann machen wir vielleicht noch mal ein paar lustige Sachen, wo ich ne, da machen wir keinen eigenen Vlog, da nehmen wir schon einen monatlichen Daily Vlog mit. Weil der Mai wird ja auch wieder kürzer. Da haben wir auch vor Ende Mai schon wieder auf, sogar eine Woche vorher. Warum? Seht ihr noch in diesem Video. Leute, ich melde mich ganz kurz im monatlichen Daily Vlog. IAPA Honors im Europapark. Wir sind durch. Es ist tief in der Nacht. Die Party läuft noch. Wir geben auf. Aber das ist, glaube ich, eine sehr seltene Gelegenheit, so hier zu stehen. An dieser Stelle so leer. Über die Uhrzeit brauchen wir gar nicht reden. Wir sehen uns morgen wieder. Hey, Julchen. Rapunzel, lass deinen Hahn herunter. Achso. Alter. Wie ihr wahrscheinlich nicht erkennen könnt, ist hinter mir das Bayrock. Warum stehen wir jetzt hier am Bayrock mit dem Auto, beziehungsweise ich? Bro holt nämlich gerade was ab. An der Rezeption wurde was für ihn hinterlegt. Und was, das zeigt ihr euch jetzt vielleicht, wenn er nett ist. Der kommt da nämlich gerade. Und, was hast du bekommen? Soll ich es auspacken? Ja, ich habe erzählt, dass was hinter dich verlegt wurde. Jetzt kommt aber erstmal der Chef von intern. Oh oh. Da müssen wir auf Seite gehen. Das ist aber ein schönes Fahrzeug. Hört sich an wie ein... Sehr geil, oder? Ja. Auch schöner Stoff. Sieht gut aus. Sehr, sehr cool. Ziehe ich jetzt leider nicht an, weil es echt warm ist. Hast du gesagt, dass wir am Bayrock sind? Ja. Aber sie hat sich auch gerade gefreut, ne? Einfach. Ach, wie süß. So und so von Mack Rides hat mich mit. Ja, wir sind komplett fertig mit der IAPA Honors 2025. Ja, ihr werdet das Video gesehen haben. Wirklich mega. Also war eine tolle Veranstaltung, war eine Ehre, auch eine Honor für uns, dabei zu sein. Danke nochmal dafür. Und wir, weißt du, ihr kennt das ja, uns reicht es ja auch nicht, sowas zu machen. Ne? Also das kann ja jeder. Ne? Wir fahren nämlich jetzt nach Frankreich und machen da Blödsinn. Wie ihr wisst, kann das in alle möglichen Richtungen enden. Ihr werdet dabei sein. So Leute, unsere Freunde in Frankreich, ne? Kannst du tanken, sonnengeschützt, regengeschützt und energieproduzierend. Schlau. So, ein bisschen beigetankt, weil es ein bisschen abgelegen hier. Wir sind angekommen an unserem Stop. Ich lieb's einfach. Die Dinger sind einfach teilweise noch nicht fertig, werden trotzdem aufgemacht. Das ist auch gut so. Da kann man nämlich schon mal was fahren. Wir machen jetzt erstmal den Vigant Alpine Coaster. 700 Meter, glaube ich. Nee, der ist auch viel länger. Der ist auch direkt schon hier irgendwie. Und danach gibt es noch was Besonderes. 8 € übrigens der Spaß. Ja. Ohne Vigant wäre hier niemand, stimmt übrigens nicht so ganz. Hier ist nämlich ordentlich was los. Ui, 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 ui.
Ja, ein bisschen uninspiriert würde ich das. Oh Gott. Okay, der bremst. Ja. Also schon spannendere gefahren, aber auch schon schlechtere. Also nicht schlecht, aber auch weit weg von gut. Hä? Bonjour. Und? Ja, war okay. War jetzt nicht scheiße, aber auch nicht besonders geil. Sehr gut. Oder? Ja, ich habe das so ähnlich gesagt. Ja, aber für was denn alles? Installation Bûche sur Rail 2,5 Millionen. Bâtiment d'accueil et des services 1,4 Millionen. Boah. So, jetzt geht's mit der Seilbahn nach oben und die haben 2 Plastik-Sommerrodelbahnen. Also die Wanne ist so eine Kunststoffwanne. Bin ich, glaube ich, in der Art noch nicht gefahren. Beides, also jeder Bob hier kostet 8 Euro pro Fahrt. Bei, weiß ich nicht wie viele Fahrten, das war 10 Fahrten, kriegst du den für 7,75 Euro oder was. Weiß ich nicht mehr, aber jetzt erstmal hier hoch und dann mal was Verrücktes machen. Und der Eingang hier zu der Seilbahn ist auf jeden Fall ein bisschen versteckt, muss man wissen. Muss erst über so eine Brücke, da muss man hinten rum und ich weiß nicht, wo man das so versteckt, aber gut. Jetzt fahren auch Bobs wieder runter, das finde ich auch spannend. Wannen, also von diesen Plastikwannenrodelbahnen hat man ja schon die verrücktesten Geschichten gehört. Da sind jetzt gerade welche runtergekommen. Alter, die sind komplett mit dem Bob geflogen, die springen da richtig raus. Also das ist, glaube ich, das ist echt nicht so, dass man da pushen kann. Mal schauen, was geht, was ich da für euch raushole, aber ich habe Angst. Ich glaube auch zu Recht. Wo ich das gerade gesehen habe und die Storys, die man kennt, ist die Gefahr rauszufliegen sehr hoch. Putting pens to the sheets, took a week to retreat from defending the breach. Cause living better, doing more, the only ending of beef. I need some time to reflect on the heat and all the payback, but you know I kept my receipts. I bet on the team, let the work show what it means. When you charge it up and turn into a machine, I get the Green Bay J-Love and split it with my day one. Stay away from all you old call him May Young, and that's not for the woman. Half these dudes act like just see me flipping with the digits. Now they turn into a gymnast. It's not how you thought it would go. Alter. Scheiße. Junge, das ist so. Ist Sport, Leute. Ah, meine Ohren. Ja, es war ziemlich hoch. Es ist ultra anstrengend, den Hebel runterzudrücken. Der ist echt schwer runterzudrücken. Ich hätte an ein paar Stellen mehr Gas gegeben, aber ich habe den nicht mehr gedrückt gekriegt und die hingen da auch wie so. Wenn deine Knie nicht an der Rimme schrappen. Man ist als Erwachsener auch ein bisschen zu groß für diese kleinen Plastikbretter. Diese Drops da drin, geisteskrank. Und ja, also ich hatte nicht so einen guten Halt, deswegen konnte ich mich auch nicht so in die Kurven legen. Bin was langsamer gefahren, was glaube ich gar nicht so langsam war am Anfang. Habe aber auch gesehen, dass die Schleifspuren alle aus der Rinne rausgehen. Gott, der kommt mit dem Helm hier runter. Die haben alle einen Helm an. Ich wundere mich. Wie, die haben alle einen Helm an? Warum habe ich keinen Helm bekommen? Helm an, auch die Erwachsenen.
Warum hat mir denn keiner einen Helm gegeben? Eben waren mehrere Kinder, die parallel mit einem Erwachsenen gefahren sind, die hatten immer einen Helm an. Vielleicht Vorbildfunktion mäßig. Ja, weil man das da braucht. Das ist voll gefährlich. Das ist alles abgerubbelt. So die Bremse hier, die hat gerade gestunken, wo ich durchgeballert bin. Ja, es sind auch, glaube ich, nur Gummiblöcke, die sich dann abbremsen und dann hast du auch das Kissen am Ende. Den Eingang muss man finden, der ist nämlich dann da noch am Gebäude lang. Und man muss die Bobs oben selber reinpacken. Hier musst du die selber zurücktragen in die Station. Das ist aber auch gerade hier groß Rush Hour, ne? Also wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das mal, wenn ihr euch ein bisschen was traut. Uschi traut sich nämlich nichts. Schießer. Das stimmt. Aber das war auf jeden Fall mal eine andere Erfahrung. Das war crazy, das hat Spaß gemacht. Cool. Wäre ich ein bisschen mehr im Training oder hätte ich die letzten 3 Tage nur gesessen und gefuttert im Europapark, wäre das vielleicht ein bisschen besser gewesen. Eieiei. Ja, cool. Wir fahren wahrscheinlich jetzt hier in Frankreich zu einer Kirmes. Da stehen 2 Counts, eigentlich nur einer, weil das eine habe ich mal ausgelassen. Ich werde es jetzt machen, dann ist der rote Punkt weg. Ich habe es in Belgien auch schon gemacht, seht ihr gleich. Ich glaube nicht, dass die Kirmes ein eigenes Video bekommt. Wir haben uns umentschieden unterwegs und sind nicht zur Kirmes gefahren, weil wir irgendwie zu viel Zeit verloren haben beim Alpine und so lange gebraucht haben dahin und zu spät los sind. Also das waren nur ein paar Minuten später, als wir geplant haben, aber irgendwie hat sich das doch alles ein bisschen gezogen. Sind jetzt bei wirklich allerbestem Wetter trotzdem noch zu einem Stop gefahren, ein bisschen weiter nördlich. Wir sind eine halbe Stunde unter Metz und hier gibt's, wie heißt der, Pocky Park? Pokiland. Pokiland, genau. Das ist ja logisch. Pokiland. Denn ich glaube, den Park gibt es schon länger. Die haben auch dieses Jahr 4 Neuheiten und haben aber auch noch mal ein bisschen in die Optik gesteckt und ins Marketing und so, glaube ich. Und es gibt eine neue Achterbahn. Es gibt die erste Achterbahn überhaupt. Nicht spektakulär, nicht schön, aber es ist ein Wurm und den müssten wir doch fahren. Aber ein sehr cooler Park und hier ist echt die Hölle los. Wir haben auch den 1. Mai, ja, keine Frage. Aber krasser Kletterturm auch. So, müssen aber erstmal gucken, wie das Ganze hier überhaupt funktioniert. Wir wollen ja nur eben schnell Achterbahn fahren. Jalen with the pivot, how they get lost in the rhythm. Y'all was shooting on the way that I'm living, but I forgive. Ich bin gerade aufgestanden. Ich sehe aus wie Art und du kommst mit der Kamera. Selber schuld. Wir haben ein Paket bekommen von einer lieben Dame aus der Community. Esther heißt die Dame. Und sie hat schon gesagt, sie hat schon angekündigt, dass sie kein Verpackungsmaterial zu Hause hatte. Deswegen hofft sie, dass wir Taschentücher gebrauchen können. Dass das so da drin aussieht, haben wir jetzt aber irgendwie nicht gedacht, weil es ist einfach eine ganze Packung, also ein ganzes Paket, so da rein. Aber es passt tatsächlich perfekt um den Abstand, also damit das nicht da rumfliegt, was wir bekommen haben. Es ist nämlich ein Erdinger 50 Jahre Europapark Glas. Vielen Dank dafür. Und wir wollten uns nämlich auch sowieso keinen Kasten Erdinger holen, weil dazu gibt es den nämlich bei Rewe im Moment, den Glas. Und ja, super lieb und vielen, vielen Dank. Und die Taschentücher können wir auch immer gebrauchen, weil Bro läuft ständig die Nase. Das stimmt. Ja, also selbst im Sommer habe ich immer einen Taschentuchbedarf, das ist unmöglich. Deswegen freue ich mich immer auf den Winter, wenn dann die ganzen tollen Editionen mit den tollen Motiven rauskommen. Also auch danke dafür. Aber das ist schon schicki, ne? Ist das geil. Wow. Hätten wir auch die Tage mitnehmen können. Nee, die haben das ja gar nicht im Park. Nee, im Park haben das nicht. Also wir haben es auf jeden Fall nicht gesehen. Was ist eigentlich im Europapark falsch gelaufen, dass es jetzt an jeder Ecke auf einmal Bitburger gibt? Das war's. Ich gehe dann nur noch zum Achterbahnfahren hin. Das ist sehr cool. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank, weil wir waren so, boah, wir wollen uns jetzt nicht den Kasten holen, aber das Glas ist schon geil. Und Dankeschön. So Leute, es ist passiert. L-T-Shirt ist weg. Entweder mehr essen oder weniger. Oder viel mehr. Oder bitte viel mehr. Los, haut euch die Wampen voll. Da, viel mehr essen. Aber auch weniger geht. Hoodies, Ess-Hoodies, come on. Der Rest ist okay. Aber das habt ihr zu verantworten. Vielen Dank. Cause in my back's 1,000 arrows. I'm still a work in progress, filled with liquor and tobacco, trying to rid all of my demons on this.
Warum mache ich das eigentlich immer wieder? So, alles Gute. Ernst. Ernst, Getränkemarkt. Also vor lauter Quatschmacherei habe ich das verkackt. Ich glaube nicht, dass der Getränkemarkt Geburtstag hat, sondern vielleicht der Herr Ernst, der Einzelhändler hier, weil der ist eine Kapelle. Aber 60. Ja. Das ist Bayern. Das ist Bayern. Das ist das wahre Deutschland. So, ne, hier. Padelsafari, Bierkrug-Time, Uschi und der deutschen Sprache nicht mächtig sein. Das ist Bayern. Wir sind in Bogen. Was geht hier deiner Meinung nach? In Bogen geht Kirmes. Ja, so Leute. Uschis Kirmes, ne? Für andere ist das Landwirtschaft, für mich ist das Kirmes. So, wir sind jetzt hier in Bogen und wir haben heute hier eine Übernachtungsmöglichkeit. Es ist leider noch ein bisschen früh, aber wir dürfen trotzdem schon einchecken gleich. Wir haben noch nicht mal 1 Uhr. Und zwar zeigen wir euch das gleich. Das ist nämlich spannend. Wir sind nämlich hier auf dem Park-and-Ride-Parkplatz beim Bahnhof Bogen. Und hier ist quasi unser Hotel. Ob das ein Preisanstieg war oder eine Reduzierung, ist es jetzt noch der halbe Preis. Digga. I doubt it. Nee, das steckst du dir nicht in den Mund. Das darf ich nicht in den Mund stecken, wird mir gerade gesagt. Dann gucken wir uns den an, aber ich schaukeln kann. Eine Kerze, komm, eine Kerze darfst du dir aussuchen. Ich darf mir eine Kerze aussuchen? Ja, Warte, hier. Affe denn? Achso, das hat von mir gesagt. Hier, guck mal. Eine Kerze. Okay, ich kann nicht mehr. Sorry, Leute, ich muss voll wackeln. Das ist bescheuert. Das ist das beste Entertainment, was Bogen zu bieten hat. Ein Teddy. Ich war seit 100 Jahren nicht mehr bei Teddy. Ich weiß so warum. Tut einem eher leid. Erstmal ist hier eine Falle oder so. Keine Ahnung. Was für eine geile Treppenstufe. Das wird auch nicht viel besser. Und dann hier ist irgendeiner mit dem Messer unterwegs. An einem Lost Place, der von hier aus nicht so schlimm aussieht wie von vorne. Da. Und hier schlafen wir. Aber hier ist ganz süß. Hui. A-C-A, scharfes S. Was bedeutet das denn, Leute? Das ist Wasser. Das sah gerade aus wie Uso. Nein, noch nicht. Wir haben jetzt noch Mitfahrer in unserem Zug, die ich würde mal sagen, Rentner-Ehepaar mit ihrem Enkel. Die haben sich total süß vorgestellt, sind direkt hier rausgekommen und haben gesagt, hallo, wir sind die Ingrid und der Willibald. Ja, der Sohn heißt Willibald. Aber warum denn nicht jetzt schon? bald heißt der Willi, jetzt heißt er Willibald. Oh. Genau, und die waren total lieb und total interessiert und wir haben uns jetzt ein bisschen ausgetauscht, was die machen, was wir so machen und warum, wieso, weshalb. Und die sind hier auch in der Gegend sehr zufrieden und hatten heute einen super schönen Tag und fand ich süß, dass man so einfach ein bisschen erzählt. Der Bro arbeitet hier jetzt die ganze Zeit. Seit effektiv 5 Minuten, weil sonst haben wir uns unterhalten und jetzt haben wir uns mit denen unterhalten. Aber es sieht aus, als ob er arbeitet. Es ist auch ein bisschen mehr passiert als vorher. Es ist auch natürlich was. Also 5 Minuten mehr, aber... Ey, Moment, nein! Ich habe eben was vergessen. Gibt auch nur die Treppe hier in Bogen zu erleben. Was? Es ist einfach so lustig, Leute. Es ist so cool. Es hat so viel Stil oder auch nicht. Wir lieben das. Das ist einfach eine richtig geile Experience. Was geht denn jetzt hier ab?
Man darf immer nur eine drin haben, ne? Man muss die dann abmachen, wenn die durch ist. Aber das so zu machen, Digga, das auch schlecht gemacht. Ja, so, wie kann man so unmotiviert sein? Der ist auch schon länger nicht mehr weggefahren, wenn ich mir das so angucke. Ach du, hier übrigens, Heimatbahnhof, Köln Hauptbahnhof, unser Zug, hey. Herrlich. Das ist echt cool. Fast beim Rappy den Zug gerammt. Rappy ist auch so groß wie ein Zug. Europapark. Ja, der ist jetzt umgezogen. Von Rouge nach Bogen. Das ist ja toll. Ja, verrückte Welt, ey. Wahnsinn. Verrückte Welt. Was ist denn hier schon wieder los? Ja, witzig. Nee, das sonst nicht. Als Grandson. De Ihnen. Den Ausblick habt ihr schon in Videos von uns gesehen. Wir sind in Österreich. Also irgendwie, das ist etwas zwischen schick und altbacken. Also mit den hohen Decken und irgendwie ist es so leer und kahl und es halt ja auch total. Auch wenn es alles Pico ist, ne? Aber es ist ja hier ein Tanzbereich. So, was haben wir hier? Hast du Waschen und Duschen. Dann kannst du auf den Stein kacken. Cool, echt. Ja, Locos ist Apparatos. So, jetzt geht direkt der Propeller los. Locos ist Apparatos. Lass mal lecker. Das sind Räder unterwegs. Witzig. Gucci. Ganz geil. Wie geht's euch? Was? Bis gleich. Sascha, was hast du denn da? Spoiler. Oh. Frau Reichert, Sie können jetzt kein Bier bei der Fahrt trinken. Ja, das glaube ich wohl. Don't drink and drive. Ja, muss ja keiner wissen. Also hier, der Chef mit euer beides nach unten. 17:30 War gar nicht auf der Liste. Der Supermarkt ist zu teuer, der Oberpreis ist zu groß. Das ist für uns wirklich was ganz Besonderes. Ja, gern, auch zwei. So wie Fridolin. Da das ein Mietwagen ist, können wir es ja zeigen, aber dreimal dürft ihr raten, wer aus der Industriepark so kacke. Eure Stimme jetzt in den Kommentaren. Wir müssen uns ja mal wieder einen monatlichen Daily-Vlog melden. Und Phantasiana habt ihr Mühe gesehen. Wahnsinnig tolles Event. Die wisst, wie man eine Öffnung feiert von einer Top 9 Attraktion. Super geile Gespräche gehabt, super geilen Abend gehabt bis 2. Und dann haben wir mal Schluss gemacht. 6:30 Uhr ging der Wecker. Dann, nee, 20:06 ging der Wecker. Oh, das ist ja das Problem gewesen.
Und dann ging es zum Frühstück und dann sind wir jetzt gute 4 Stunden gefahren, sind im Ravensburger Spieleland. Das kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, denn Scotland Yard wird weiter gebaut und getestet. Also Testfahrten laufen parallel zu... okay, das sieht jetzt ziemlich ulkig aus. Und genau, wir sind jetzt im Ravensburger Spieleland, machen ein paar Aufnahmen, die dann später in einer gesonderten gesamten Baudoku zu sehen sein werden. Also es gibt nicht ein Update-Video zwischendrin mal, weil man jetzt schon zu viel sehen kann. Wir haben auch letztens bei Aufwind selber ein paar Sachen gedreht, die wir auch nicht mit reingeschnitten haben, die jetzt auch hier stehen. Das ist dann auch ganz witzig. Und wir sind eine Runde mitgefahren, noch im Viertel der Geschwindigkeit, und das wird dann, glaube ich, ganz schön wild, wenn das Ding dann in Vollspeed hier durchzimmert. Wir sind sogar den U-Bahn-Schacht schon gefahren. Das wird cool. Das wird richtig cool. Genau, wir machen jetzt noch ein paar Aufnahmen und dann geht es wieder in der Heimat. Ich glaube, wir fahren noch mal 6 Stunden. Was ist da los? Es fährt sich katastrophal heute. Wir fahren viel heute und sind ja jetzt wieder weg von Ravensburger Spieleland, auch schon was länger. Dann habe ich beim Tanken verkackt. Excalibur, Hashtag Excalibur. Und dann standen wir jetzt ziemlich doof auf der Autobahn rum, bis dann jetzt mal die Durchsage kam, ja, ist eine Vorsperrung. Die Durchsage. Da haben sie die Einfahrt wieder nicht freigelassen. Das ist auch ein ganz großes Problem in der Welt. Also schließen aber auch direkt wieder auf. Ja. Wir hatten aber jetzt das Glück, dass wir ganz kurz vor der Abfahrt waren, 500 Meter. Und da konnten wir dann uns da gerade noch runterkrebsen. Du hast auch gemerkt, wer checkt hier Verkehrsfunk, weil da war so ein Teil der Gruppe hat sich gelöst. Ich finde es aber schwierig, dass die Auffahrt nicht gesperrt ist und da stehen auch Leute drin. Bensheim sind wir halt jetzt gleich. Also wir sind 30 Meter vom Ortsschild. Sind mich gerade drüber gefahren. Ne, da vorne waren Erteweh. Ist das da ein Storch? Ja. Übrigens, wenn jemand diese burgähnliche Immobilie veräußern möchte, ich hätte Interesse. Diese burgähnliche Immobilie. Ja, einmal bitte. Ja. Ich würde auch, ja, no, das würde ich schon nehmen. Auch ein normales Haus oben am Berg mit Sicht, aber. Ja, aber erstmal das. Erstmal das. Klein anfangen. Ja, wir stehen noch ein bisschen rum, haben ja nur noch 3 Stunden und wenn wir durchkommen. Always keep one in the chamber, so I'm never low on ammo, yo. Let me get into it. Every war got different battles, so I'm always staying ready for whatever on my travels. I done faced too many demons, I don't feel nothing. I was low and I was sinking, but I'm still coming. I was up late asking when Buzz the deal Lightyear coming. ist nicht nur ein Thema, sondern dieses Fahrgeschäft verrät euch schon, dass wir heute Abend im nächsten Video bei Ride Review um 18 Uhr Quatsch erzählen werden, weil es das schon gibt. Was damit auf sich hat, seht ihr heute Abend. So, wir sind wieder zurück von unserem komischen Trip und unserem Stau rumgefahren. Wir waren heute ganz kurz in Reit auf der Kirmes, haben da schon mal ein paar Aufnahmen getätigt, damit wir euch einen kleinen Kirmesrundgang zeigen können. Und jetzt ist Post da, ein Paket. Holy, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich habe noch nicht mal in die Mail geguckt. Ach, die neuen Hydrations. Über die Popo. Ja. Das könnte ziemlich geil sein. Ja, das könnte ziemlich gut sein. Und Watermelon neu als Hydration, aber sehr cool. Ne, ist der Hydrated? Ihr kennt das.
und left. Double B, zeig, was wir drauf haben. I was trying to keep it poppin' when the pills wasn't hitting like they used to. I'm just trying to feel something. I see my man's brother die and they cutting me deep. Cause it's fam like my fam, they accompanied me when I was dealing with my wieder monatlichen Daily Vlog. Wir waren gestern mit David im Europapark, da waren wir so oft, dass ich das jetzt schon sage. Die Uschi hupt hier rum. Auch schön. Moviepark Germany, wir haben unseren Season Pass abgeholt und waren dann noch zusammen essen, hier mexikanisch, Tex-Mex in der Hood und genau, jetzt noch ein bisschen Schneidarbeit gehabt, ein bisschen Sachen vorbereitet, Planung, dies, das und wir fahren jetzt in Harz 5 Stunden, aber vorher müssen wir nach Köln, denn wir waren bei unserer Inspektion 2000 Kilometer drüber. Das übernimmt dann erstmal nicht Ford mit dieser komischen Flatrate, also die Flatrate beinhaltet auch nur 4 Inspektionen. Und dann müssten wir in Vorkasse gehen. Das Autohaus reicht das dann bei Ford ein und die entscheiden, ob sie das dann übernehmen. Und Ford übernimmt das jetzt und das ist aber so dumm gemacht mit dem Autohaus. Wir müssen jetzt dahin fahren, das Geld abholen. Wir haben zwar mit Karte bezahlt, aber wir müssen das persönlich abholen. Ich werde wahnsinnig. Uschi war jetzt beim Zahnarzt und jetzt geht's los. Jetzt, ich habe schon alles soweit eingepackt. Okay. Siehst du doch. Aber der Dreck auf der Scheibe ist natürlich interessanter, ist richtig. Was ist komisch? Was ist das denn hier? Guck, voll geil. Ja, mega geil. Richtig schick. Guck mal hier. Ey, mördergut. Und vor allem auch schon geil. Aber das, Leute, ich lieb's. Was geht denn hier ab? Mega. Rappy. Ach ja, mit Buschblick. Okay, but the cycle repeats. Now I'm looking up, asking God, what does it mean? I see fate getting questioned, hate and depression. Dark days feeling like you've lost your connection to anything higher, but I promise it get brighter. Cause I seen it for myself, getting chewed up through the wire. But that's why I think my mission statement now is to provide for the ones I truly love, feeling down and deprived. But the story isn't over, lean on me when you're weak and do the same when you back. Live with love, rest in peace. Bounce with me if you made it back from out the shadow. Moving forward, baby steps, cause in my back's 1,000 arrows. I'm still a work in progress, filled with liquor and tobacco. Trying to rid all of my demons on this road that's pretty narrow. So I just vent my sorrows out to drums and chop pianos. Always keep one in the chamber, so I'm never low on ammo. Yo, let me get into it, every war got different battles. So I'm always staying ready for whatever on my travels. Yeah. Nicht gegen euch. Was ist mit dir falsch? Gar nichts. Wo sind wir eigentlich? Wir sind in Alfeld an der Leine. Warum? Weil wir gerade im Harz waren und morgen im Rastiland sind. Deswegen ist man dann in Alfeld danach. So logisch, oder nicht? Ich glaube, du hast recht, dass wir in der 3 waren. Ja, ne? Ich habe hier einen Timelapse, einen Nightlapse damals, so die Laterne hat genervt. Ja, stimmt. Aber da vorne ist ein Viecher. Ja, mies. Oder wir waren in der 1. Die geht da raus, aber das Fenster ist auch so. Bist du doch nicht sicher, wo du sitzt, oder was ist hier los? Hier ist toll. Ja, du hast mir jetzt den Platz empfohlen, dann setz ich hier. Ich hab nur gefragt. Also. Wo soll denn hier die SB-Waschanlage sein? Ah, hier. Fail. Ja. Für welche Autos auch? Auto kaufen ist auch nicht mehr. Gut, dass wir jetzt mitgebracht haben. So, der Rappy wird jetzt im Ausland gewaschen.
Nicht weglaufen. Oh, bist du im Restaurant? Aber das Restaurant hat zu. Bist du doof? Ja, na und? Okay. Wir hatten hier einen Termin und brauchten den Park dafür nicht geöffnet. Okay. Los, Rappi, nach Hause. Leute, wenn ihr Nah- und Gutspiller besucht, geht vorher auf Klo, weil Bäckerei Bohne darfst du nicht auf Klo gehen. Auch wenn du was kaufst. Hier, Zettel. Richtige Ottos, ey. Ist das Design oder einfach nur hässlich? Das ist defekt. Ja, das ist... Alter, das kannst du... Mein Gott. Fliegen sind hier drin. Ey, Brudi, ne? Also das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, letztes Mal wurden die gerade gebaut, ne? Ja, da hat noch keiner drin rumgeast. Wenn man das nicht anguckt, geht das. Aber das meinen wir ernst, ne? Das meinen wir ernst. Das finde ich echt schön. Ja, aber die Sauna ist nicht so weit weg wie letztes Mal. Dafür geht die Tür nicht auf. Das muss jetzt schon wieder viele gelernt haben. Was ist das denn? Steht so beim Gewinnen irgendwie auch bei dem Mann. So, Lukas wird kommen. Aber ist da das Holz schon für Lukas vorbereitet, darunter? Das ist ja lecker. Alter, das geht. So! Oh, guck mal. Haribo. Wir haben auch noch was mit, aber Das passt nicht mehr in das Kiosk hier. Warum haben wir jetzt einen Kiosk hier? Aber powered by Mickey Minnie's Runaway Railway. Nicht! Der wäre ein Grund, warum wir keinen Kiosk haben dürfen. Warum haben wir nicht 2 Kiosk? Lukas Becher. Warum haben wir nicht 2 Kiosken? Corona war beim Karnevalszug. Ganz wichtig, im Rewe kaufen, Rewe Bonus aktivieren und ruhig, wenn der Bruder sagt, man soll die teure kaufen, gerne zu billigen greifen. Und auch ruhig mal einen Streit anfangen am Chipsregal. Ja? Wenn Sie einmal mit der Kamera auf meine Assistentin würden. Bei dem Preis kriegen Sie keinen einzigen Rewe-Bonuspunkt. So, wie war es mit den 100 Mark? Tom, hier ist Ihre 100-Mark-Frage. Achso. Soll ich dieselbe nochmal machen? Oder? Nein. Doch, das weiß Tom nicht. Also, Das war der Kock im Ding vorkommt. das Ganze ist jetzt auf dem Stand von 2001, aber welches Land nahm noch nie an einer Endrunde einer Fußball-WM teil? Okay. Das ist der 100 Mark. Phantasialand. Jetzt kommt sowas. Rastiland. A. Haiti, B. Ungarn, C. Kuwait, D. Phantasialand. Ich hoffe, dass D richtig ist. Nein, das steht doch nicht da. Nein. Na was? Ich hab mir das gerade ausgedacht. Wir sind hier in Slachan. Live bei 32.000 D-Mark. Wer ist dran? Danke, Katrin, für das Sponsern. So, es geht hier um echtes Geld, Leute. Echte deutsche Mark. Lukas, Sponsor Barmex. wie heißt der Begründer? Schreibt's in die Kommentare. In die Kommentare. Jetzt, wir lassen jetzt 10 Sekunden Zeit. Einmal kurz alle 10 Sekunden in die Kamera gucken. Macht's gut, alles Liebe. Du hast gewonnen! Hier steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das singen nur die Jungs, ne? Hey! Oh, oh, oh! Did it work? Good. Now get a move on.
Ja, schade. Kellner! Alkoholproblem. Alles für dich, ne? Wie viel hast du? Aber wir sind letztes Jahr auch zusammengefahren. Sollen wir wieder zusammen? Mit mir wohl nicht. Ist das die Abstürzen jetzt? Warum bist du jetzt nicht in die letzte Reihe? Ja, da ist noch ein Gate, aber da ist kein Muss ich mit Tom fahren? Danke, Vico. Ist jetzt bei Bandit hinten dran. Ist jetzt bei Bandit hinten dran. Wahrscheinlich weicher als die Milch. Ja. Das wird hier nicht appreciated, wie ich zaubern kann. Die sind mit der Karte alle beschäftigt, aber dann zauber ich jetzt nur für euch im Video. Die 515, nichts steht hier sonst drauf, ne? Da kommt einfach mein Magic Beanie da drüber. Das muss man richtig gut schütteln. Und wenn du dann das Beanie abnimmst, dann steht ja der Cocktailpreis drauf. Ist das verrückt? Mehr Zaubertricks bei Christian Fahler bei uns auf dem Kanal. Dankeschön. National. Ja. Verloren? Ja. Mein Tüte. Ich krass. 9. Oh. 9. Nee, weil ihr da. Der geht komplett gerade, der ist genau richtig. Oder macht aber. Das ist ein Kind. Wow! Ab wann sprechen wir eigentlich von einer Disqualifizierung? Ja. Tom hat gewonnen? Nein, schade. Ey, krass! Ramona, du brauchst 6. Das war bei Portugal-Verpackung. Ramona ist bei 25. Du brauchst eine 1. Bro, du brauchst jetzt eine 13. Eine 6. Nein, der braucht 6. Immer noch. Eine 6. Tom die 3. Sind wir komplett bei Hardware drin, ne? Mehr als unsere. Die haben angefangen. Aber mit Soda rausgekommen. Der geht auch schon. Nee, ganz Licht! Du darfst noch. So, ihr habt das bestimmt schon gemerkt, dass wir im Atrache Baslajan waren, in der Rancho Grande Deluxe Unterkunft. Haben wir letztes Jahr ein Video zu gemacht, verlinke ich euch auch gerne. Hat keine Aktualität mehr, weil das, was alles super geil war letztes Mal, war es jetzt nicht. Es war, habt ihr auch gesehen, dreckig, kaputt. Das Ding ist, also das ist ja noch jünger, wir waren ja in einem der ersten Häuser damals.
Das ist ja danach erst gebaut worden. Das ist ja noch nicht mal ein Jahr alt, das Haus. Klar, die Leute sind das Problem, die das da auseinanderknüppeln. Aber ja, billige Scheiße da reinstellen und das nicht pflegen und warten, ist halt ein Problem vom Park. Wie man damit umgeht, ist ein Problem vom Park. Wie man irgendwelche Kontrollen macht. Und alles Mögliche wurde weggespart. Ist klar, das jetzt ist nicht klar, aber hier die Doritos und M&M's und eine Flasche Wein, die auf dem Tisch standen als Begrüßung, das wurde weggespart. Handtücher sind weggespart, Bademäntel sind weggespart. Also ihr müsst jetzt auch Handtücher mitbringen. Oder weil wir es nicht gemacht haben und nicht gewusst haben, kann man die natürlich auch dann vor Ort mieten für eine absurde Summe. Aber es ist nicht schlimm, weil die sind eingeschweißt und das Paket, was du dann in Handtücher mietest, ist eingeschweißt, du packst es aus, da sind dreckige Handtücher drin. Also wir sind in den Niederlanden, nicht in Belgien, wo ich das jetzt gar nicht so wundern würde, ohne Belgien bashen zu wollen. Ja, also nur ein paar Punkte von denen, die echt nicht cool waren, dass ihr das auch mal gehört habt. Wir waren aber unterwegs in privater Sache und haben einfach nur Urlaub gemacht quasi. Also auch kein Video, was dazu kommt, deswegen erzähle ich das im monatlichen Daily Vlog. Operator waren überwiegend echt nicht cool und nicht gut drauf, waren unfreundlich und haben schlechte Arbeit abgeliefert. Das fand ich auch erschreckend. Beim Dingens hier, Red Bandits Adventure, kamen die Operator erstmal zu spät, haben eine Viertelstunde zu spät die Attraktion dann auch aufgehört. Und nee, die waren noch nicht fertig. Wir haben sie mit ihrer Arbeitstasche dann da reinstiefeln gesehen und ein bisschen beschämt. Und ja, da war auch die Hälfte dunkel. Es war einfach alles aus. Licht war aus. Naja, aber wir hatten eine schöne Zeit. Und das ist das Wichtigste und darum geht es auch nur. Und jetzt sind wir eine Stunde weitergefahren. Also wir sind jetzt 10 Minuten vom Ziel. Haben uns auch ein bisschen aufgeteilt. Wir sind mit 3 Autos unterwegs. Die ersten 2 Autos fahren jetzt zum Julianatoren, Freizeitpark hier in den Niederlanden, wo es 2,5 Counts quasi gibt. Wo wir auch schon seit 10 Jahren mal hin wollten, die wir noch nicht gemacht haben. Den besuchen wir jetzt mit einem großen Teil. Und die anderen sind einkaufen. Und dann fahren wir zu einem anderen Park. Da muss nochmal ein anderer Teil der Leute, die Julianatoren schon haben, müssen nach den, wie heißt der nochmal? Oudwalkeveen, sich da den Count holen. Und dann ist zum Beispiel Lukisch, stationäre Achterbahn in den Niederlanden komplett. Wir sind reisende Achterbahn Niederlande komplett. Uns fehlt nur noch dieser eine Zamperla SCD80, der ganz unten an der Grenze zu Belgien, der, als wir dann nochmal da in der Nähe waren, das zeitlich gepasst hätte, kaputt war. Holen wir uns auch noch. Am besten dieses Jahr, damit das auch noch irgendwie erledigt ist. Das ist ein kleines Fahrrad. Genau. Das machen wir jetzt. Ich muss aber jetzt gleich noch videomäßig was machen, weil ich wieder auf andere Menschen warten muss. Nicht ich. Diesmal nicht du. Nee. Genau. Nur das einmal, um euch abgeholt zu haben, was gerade hier in den Bildern passiert ist. So, Leute, ich habe eine Frage. Stock oder Hähnchenkeule? Uschi, was sagst du? Stock. Ja, aber wie das aussieht. Ja. Aus dem Fernsehen, wie heißt denn der? Barney? Ja, genau. Also, hier ist es echt crazy, Leute. Muss man, aber auch cool. Ey, aber wie geil ist bitte der Spinning Coaster thematisiert? Voll. Ja, voll thematisiert, genau. Der Texas Twister, meinst du? Man sieht den Wagen gar nicht mehr vor lauter Schweine. Ey. Texas Twister. Doch, wir sind ja gerade aus dem Eingang raus. Aus dem Ich hab keine Ahnung, wo es hier wie hin. Wir gehen jetzt einmal. Jo, der Park hat einfach mal voll die Überraschungen, die man noch nie gesehen hat. Oder Sachen, die man kennt, aber anders interpretiert. Wir starten mit dem Texas Twister übrigens. Hier unten ist nochmal ein Autoscooter versteckt.
Butterfly. Unterm Butterfly ist ein Klo, aber das Schild sagt da lang. Das war voll der Mensch, der das Schild hingemacht hat. Das ist eine Achterbahn. Im Hintergrund. Ja. Und Endanschlag. Aber diese Treppenhinterläufe, das ist echt fies. Das wäre eine mit 2 Köpfen. So, Bügel schließen bitte. Push and pull. Push and pull. Push and pull. Sehr schön, alles klar. Wir starten, viel Spaß. Alter. Da passt ja auch gar nicht, da passt ja keiner meiner Menschen. Ich will nicht erschrecken. Ey, habe ich schon schlechter gesehen. Ja, das stimmt. Normalzahlen. Stroller Parking. Ja Leute, sehr schöner, süßer, kleiner Park. Also mit Kindern ist das hier perfekt hier. Die Terrasse hat eine Rutsche nach unten. Sehr cool, ey. Also Geheimtipp würde ich mal sagen, wenn ihr eine Family mit kleineren Kindern seid, werdet ihr auf jeden Fall hier glücklich. Team Dortmund ist hier, Team Gladbach ist hier und Team Delmenhorst eiert immer noch rum. Wir stehen sogar zusammen und wir sind einzeln hier angekommen. Kommt mir nicht zu nah, dann nehme ich euch mit. Peoples, wir melden uns noch mal im monatlichen Daily Vlog. Der war jetzt gar nicht so kurz. Es war sehr Freizeitpark lastig, haltig. Wir sind gerade in Köln-Nähe. Wir waren jetzt gerade bei Ford und hier kann man Werksführungen machen bei Ford in Köln. Habe ich auch so nicht auf dem Schirm gehabt. Wir sind gerade, ja, bestimmt waren wir jetzt 2 Stunden drin unterwegs. Mhm.
mit dem Dotto-Train durch die Ford-Werke gefahren und geile Einblicke, super cool erklärt, wie hier die elektrischen Modelle vom Explorer und vom Capri gebaut werden, gezeigt und erklärt bekommen. Alles gesehen, richtig cool. Und jetzt habe ich 2 Dinge. Wir haben auch, das kann man jetzt hier, das ist jetzt nur für uns, aber das ist geil, oder? Mit Flaschenöffner und Magnet und man kann es auch hinstellen. Also wow. Genau, das dazu, das werdet ihr vielleicht noch mal öfter sehen. Genau, wir waren jetzt in den Ford-Werken bei der Führung. Richtig, richtig geil. Also macht das auf jeden Fall auch mal. 0 Video, keine Fotos, keine Videos, können wir euch nichts zeigen. Verständlich. Vor allem ist ja auch nicht geil für die Mitarbeiter, aber du fährst echt an den Bändern vorbei, wo produziert wird. Also es geht echt beim Blech los, bei den Pressen und allem drum und dran. Wirklich cooler Einblick und das ist super surreal, das mal in echt zu sehen. Und ja, jetzt sitzen wir wieder in unserem Ford. Und er fuhr fort und kam nie wieder. Wir sehen uns im nächsten monatlichen Daily Vlog, weil damit endet dieser monatliche Daily Vlog, auch wenn wir heute erst den 23. Mai haben. Aber wir können euch jetzt nicht mehr weiter was erzählen. Warum, seht ihr demnächst hier auf dem Kanal. Deswegen habt ihr den jetzt abonniert oder abonniert den jetzt, weil jetzt habt ihr Zeit, weil wir sehen uns erst morgen um 18 Uhr wieder zum nächsten Video.